Herzlich willkommen bei JMO Films. Ich bin Jay. Ich bin Mo. Letzten Monat haben wir alle Live-Action Star Wars Filme gerankt, von Platz 1 bis zu Platz 11. Wir wollen uns jetzt auf alle großen Star Wars Serien konzentrieren und machen hierzu auch ein Ranking. Natürlich auch hier wieder ein paar Disclaimer zu Anfang. Dies ist unsere eigene und freie Meinung. Das heißt, wenn ihr die Liste nicht teilt, könnt ihr uns gerne eure Liste unten in die Kommentare schreiben. Und hier geht natürlich auch eine ganz klare Spoilerwarnung für das gesamte Star Wars Universum aus, da wir hier auch detailreicher über diese verschiedenen einzelnen Serien reden werden. Stand jetzt beinhaltet dieses Ranking ganze 8 Serien. Zum Teil abgeschlossen, zum Teil noch nicht ganz, da weitere Staffeln geplant sind. Fangen wir an mit Platz Nummer 8 und das wäre Star Wars Resistance. Ja, diese Animationsserie beinhaltet 2 Staffeln mit insgesamt 40 Folgen und ist in einem sehr bunten Comic-Art-Stil gezeichnet worden. Ja, in dieser Serie geht es um Kazuda Xiono, der auf der Weltraumtankstelle Colossus einige Abenteuer erlebt mit seinen Freunden und heimlich für den Widerstand spioniert. Ja, und das war's eigentlich schon von dem, was man über die Handlung sagen kann. Klar, es gibt noch die Erste Ordnung, die mehr dann in der 2. Staffel beleuchtet wird, allerdings auch nicht allzu groß. Und wirklich Resistance kann man das auch nicht wirklich nennen, denn die Colossus gehört nicht wirklich zu den Widerstandskämpfern und war es nie. Also da lockt einen quasi der Titel schon in eine falsche Richtung. Denn es hat überhaupt nichts mit dem Widerstand von Poe Dameron und Leia Organa im Kampf gegen die Erste Ordnung zu tun. Es geht eigentlich nur um Rennen, um Freundschaft und halt um diese Colossus und nicht um den Kampf gegen die Erste Ordnung, gegen den Supreme Leader. Davon sehen wir leider nichts. Wir sehen die Ereignisse, die in Episode 7 stattgefunden haben, am Ende von Staffel 1. Aber das war es leider auch schon. Es war zwar ganz cool, dass einer der Crewmitglieder von Team Firefly desertiert ist. Allerdings macht man das direkt wieder rückgängig in der 2. Staffel und das hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Ich dachte, wir sehen jetzt mehr von der dunklen Seite, von der Ersten Ordnung und auch nicht wieder so ein, ich entscheide mich für diese Seite und dann gehe ich gleich wieder zurück, weil ich doch merke, das ist dann doch nicht so meins. Das ist für mich leider viel zu schwach geschrieben und hat mich auch nicht wirklich interessiert. Deswegen war es wirklich schwer, diese Serie bis ans Ende zu gucken und ich würde sie keinem weiterempfehlen. Klar, für die jüngeren Zuschauer ist es ganz schön, es ist bunt gehalten, es macht bestimmt Spaß, aber für älteres Publikum gibt es eindeutig viel, viel bessere Star Wars Serien und ja, mehr habe ich auch leider nicht mehr zu Star Wars Resistance zu sagen, weil da gibt es halt einfach nicht mehr. Platz 7 in unserem Ranking kam vor ziemlich genau einem Jahr raus und das ist Star Wars Visions. Hier hat Disney versucht, Star Wars so ein bisschen auf ein anderes Level zu bringen und da wurde mit verschiedenen japanischen Firmen, die Animes produzieren, zusammengearbeitet, um ein ganz neues Erlebnis für die Zuschauer zu kreieren. Die erste Staffel von Star Wars Visions beinhaltet 9 voneinander unabhängige und nicht dem Star Wars Kanon zugehörende Folgen. Und ja, wir wurden mit der ersten Folge, das Duell, schon sehr, sehr gelockt, diese Serie anzuschauen. Viele Szenen aus dieser Folge waren auch im Trailer zu finden. Und wir finden, die erste Folge ist einfach gut. Sie ist stark geschrieben, hat gute Visuals und macht einfach Spaß zu gucken. Wir haben auch diese Folge sehr oft nochmal angeschaut. Leider müssen wir auch zugeben, dass im Verlaufe der Staffel einfach der Hype abgenommen hat und die Folgen einfach immer schwächer wurden. Nur um mal als Beispiel zu nennen, die beiden Folgen Tatooine Rhapsody und T Obi-Wan. Sie sind einfach so kindlich, sie sind so inhaltlich schwach, haben gefühlt nichts mit dem Star Wars Universum zu tun. Sie sind so abgespaced und so off the road. Sie machen mir einfach keinen Spaß zu schauen und ich habe sie sofort wieder weggelegt, als ich es durch hatte. Auch die restlichen Folgen der Staffel waren eher mittelmäßig, irgendwie inhaltlich recht schwach und mir hat das allgemeine Umfeld nicht so ganz gefallen. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich kein großer Anime-Fan bin, aber Star Wars versucht, neue Wege einzuschlagen, weg von der Skywalker-Saga und es war ein guter Versuch und wir sind trotzdem sehr gespannt auf eine 2. Staffel. Wir gehen einen Platz weiter in unserem Ranking. Platz 6 bestreitet auch eine der neueren Serien von Star Wars, nämlich The Bad Batch. Ja, The Bad Batch dreht sich um Hunter, Wrecker, Omega und den restlichen Teil des Bad Batchs und wie sie ihren Platz finden wollen im Imperium.
Das Bad Batch kommt zum ersten Mal in Star Wars The Clone Wars vor als coole Guerilla-Truppe mit neuen Fähigkeiten, die sie als mutierte Klone teilen. Ihre Geschichte wird in ihrer eigenen Serie weitererzählt, die direkt am Fall der Republik und am Aufstieg des Imperiums ansetzt. Hier können wir einen Vergleich zu Star Wars Visions ziehen. Nämlich die Pilotfolge war unglaublich gut. In Star Wars The Bad Batch sehen wir, wie in der ersten Folge die Order 66 passiert. Alles mit Crosshair, Kamino und den Klonen und wie das alles sich zusammenfügt. Das ist storytechnisch unheimlich gut erzählt. Die Folge geht auch über eine Stunde lang. Leider wird das bei Folge 1 aufgebaute Potenzial im Laufe der Staffel komplett verschenkt. Einerseits durch unnötige Filler-Episoden, die sich nur auf das Worldbuilding konzentrieren, und andererseits beispielsweise diese Hera Syndulla Storyline, die hätten wir nicht gebraucht. Es geht um das Bad Batch und nicht um Rebels. Ich meine, es ist schön, einen Übergang zu sehen und versuchen, eine Verbindung herzustellen, aber es gehört einfach nicht zum Titel. Klar, es gibt verschiedene Folgen, die doch wieder ganz gut waren und Lust gemacht haben auf diese Serie, wie die Rex-Episode oder die Crosshair-Episoden oder Kamino. Nur leider ist das Gesamtpaket eher negativ behaftet. Und unter diesem Gesamtpaket leidet eben auch leider die Charakterentwicklung. Hauptcharaktere wie Omega oder Hunter bekommen so viel Storytime, dass nicht so wichtige Hauptcharaktere wie Tech oder Echo gefühlt komplett links liegen gelassen werden. So lernt man die Gruppe nicht wirklich kennen und dieses ganze Potenzial, das seit Clone Wars Staffel 7 aufgebaut wurde, wird einfach weggegeben. Alles in allem funktioniert The Bad Batch auf dem Papier gut, allerdings ist die Umsetzung einfach nicht rund. Wir lernen die Charaktere kaum kennen und epische Arcs werden durch unnötige Filler-Episoden einfach zerstört. Wir hoffen sehr, dass in der zweiten Staffel The Bad Batch das korrigiert wird und darum ist The Bad Batch Staffel 1 im Moment für uns auf Platz 6. Kommen wir nun wieder mal zu einem kontroverseren Platz 5, ja, mit dem neuesten Star Wars Serieninhalt, den uns Disney Plus geliefert hat, Obi-Wan Kenobi. Ja, Obi-Wan Kenobi, einer der ikonischsten Rollen, schon damals in den Originals und weiter ausgebaut und gespielt von Ewan McGregor in den Prequels. Und egal, ob man die Prequels jetzt mag oder nicht mag, Ewan McGregor war einfach ein perfektes Casting für Obi-Wan Kenobi. Ja, und fangen wir dann doch gleich mal mit den positiven Sachen an Obi-Wan Kenobi an. Ja, Obi-Wan Kenobi wird mal wieder perfekt geschauspielert von Ewan McGregor. Auch Hayden Christensen als Darth Vader spielt und macht seine Sache wirklich gut. Und auch die Grafik sieht mal wieder sehr gut aus mit Stagecraft, was ja Disney bei ihren Serien oft verwendet. Sieht das einfach sehr, sehr gut aus. Und die Verbindung zwischen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader funktioniert einfach perfekt. Genauso wie der Endkampf war schön choreografiert und auch schön geschrieben. Aber kommen wir jetzt zu dem großen Aber, wieso Obi-Wan Kenobi auf Platz 5 ist. Ja, was für mich überhaupt leider nicht funktioniert, und das macht Rebels eindeutig besser, sind die Inquisitoren in dieser Serie. Die Inquisitoren bekommen nicht viel Spielraum, sind halt ab und zu mal da, um cool auszusehen, aber das war's dann auch. Die kleine Revolte mit Reva und dem 5. Bruder hat man nicht weiter ausgebaut. Genauso, dass der Grand Inquisitor gleich in der 2. Folge von Reva niedergestreckt wurde und nie genau erzählt wurde, dass er überhaupt noch lebt und plötzlich in Episode 5 auftaucht, ist für mich einfach schwach geschrieben. Woher? Wie kann er das überleben? Genauso, dass Reva, und das ist wirklich nichts gegen Moses Ingram, das ist allein auf diesen Charakter bezogen, da sie halt auch wirklich sehr viel Hate im Internet abbekommen hat. Und ich finde, sowas geht überhaupt nicht im Star Wars Universum. Man sollte mit Respekt mit diesen Schauspielern umgehen, sie arbeiten schließlich nur nach Drehbuch. Aber diese Motivation, die sie ihr geben, macht für mich leider überhaupt keinen Sinn. Sie geht zu den Inquisitoren, um Jedi zu töten, nur um Darth Vader umzubringen, als Rache für ihre gefallenen Jedi-Kameraden? Wo macht es Sinn? Sie tötet ja dann rein theoretisch auch noch überlebende Jedi aus der Order 66, nur um Vader zu töten, damit sie ihre Jedi-Brüder und Schwestern gerächt hat? Also für mich macht das nicht wirklich Sinn. Und auch, dass gefühlt jetzt auch
jeder Charakter, der wo ein Lichtschwert in den Bauch bekommt, einfach, was weiß ich, irgendwie umbinden kann und das schon überlebt, macht für mich absolut keinen Sinn. Und man merkt auch in der 6. Folge, dass sie absolut keine Ahnung hatten, was sie mit Moses Ingram noch machen sollten. Dass sie überlebt hat, war natürlich dann wohl die falsche Entscheidung, weil die Motivation, Luke zu töten, kommt einfach aus dem Nichts und war auch schwach geschrieben. Aber genauso ist das Problem bei Leia Organa. Die junge Schauspielerin ist ganz niedlich, allerdings wird Leia so dargestellt wie in Episode 4. Sie hat überhaupt keine Charakterentwicklung. Nein, sie ist schon schlauer als Obi-Wan Kenobi. Das Mädchen ist gerade erst 10. Ich meine, das ist echt schwach geschrieben. Genauso ist es mit Hayden Christensen. Er wurde so angeteased in den ganzen Promotions für diese Serie. Und wir bekommen gerade mal eine kleine Szene mit Obi-Wan Kenobi und ihm auf Coruscant, die ganz nett war, aber ich hätte mir einfach viel, viel mehr von Obi-Wan Kenobi und Anakin gewünscht, wie in den Klonkriegen. Zum Beispiel die Dynamik zwischen ihnen hätte man einfach in der Serie besser ausbauen können, denn alles, was mit Vader und Obi-Wan Kenobi war, hat in Kenobi gut funktioniert, aber hätte man mehr ausbauen sollen und so Charaktere wie Reva oder Leia einfach in den Hintergrund stellen sollen. Ja, alles in allem hat mich diese Serie leider enttäuscht, anstatt dass sie mich begeistert hat und ist deswegen auch auf dem verdienten Platz 5, da ich immer noch ein Herz für Obi-Wan Kenobi und Ewan McGregor einfach noch habe. Wir sind im Mittelfeld angelangt und kommen jetzt zu Platz Nummer 4, den bestreitet The Book of Boba Fett. Ja, in Mandalorian Staffel 2 wurde ja uns The Book of Boba Fett in der Post-Credit-Scene angekündigt und Boba Fett wurde ja auch selber schon in der 2. Staffel von Mandalorian richtig gut eingeführt als Stormtrooper, Schlechter und alten Revolverhelden. Das, was man natürlich in Mandalorian Staffel 2 gesehen hat, hat natürlich Lust auf mehr gemacht. Und gerade deswegen, weil er sich auf Jabbas alten Thron gesetzt hat, war das natürlich eine wirklich interessante Story, die uns Disney da eröffnet hat. So haben wir ein Jahr später die Staffel von The Book of Boba Fett bekommen. Und ich muss leider sagen, dass vieles an dieser Staffel nicht wirklich funktioniert. Boba Fett ist mehr ein Nebencharakter als ein Hauptcharakter. Aber fangen wir doch erstmal mit dem an, was eigentlich ganz gut funktioniert. Vor allem funktionieren in dieser Serie ganz gut die Rückblenden in die Vergangenheit von Boba Fett, wie er aus dem Salak kam, wie er dann bei den Tusken aufgenommen wurde und auch allgemein diese ganze Mythologie um die Tusken wurde stetig erweitert und war eigentlich wirklich gut abgerundet. Aber was leider überhaupt nicht funktioniert, ist irgendwie die Gegenwart. Wir haben einen Boba Fett, der viel zu verweichlicht ist. Wir haben zwar eine Fennec Shand, die wirklich auch mal brutalere Wege vorschlägt, allerdings lehnt die Boba Fett immer ab. Und die Sache mit diesem Respekt funktioniert leider auch nicht so, weil keiner der Mitbewohner von Mos Espa hat so wirklich Respekt vor Boba Fett. Und Boba Fett strahlt leider auch nicht wirklich was Gruseliges in dieser Serie aus und wird eher kindlicher gehalten, als er es in Mandalorian Staffel 2 war. Und man hat auch leider nicht wirklich einen roten Faden, wer denn jetzt der Bösewicht ist. Ich meine, Cad Bane wird leider viel zu spät eingeführt. Man hätte ihn einfach früher einführen sollen und einen richtigen Kampf zwischen Boba und Cad Bane erschaffen sollen auf Tatooine. Leider hat man das einfach komplett verworfen. Genauso ist es, dass man einfach 2 Folgen von The Book of Boba Fett allein nur für Din Djarin, den Mandalorianer, widmet. Ich meine, come on, das Ding heißt The Book of Boba Fett und nicht Mandalorian Staffel 2.5. Es hört sich jetzt schlimmer an, als es wirklich ist, aber wir mussten uns entscheiden zwischen Obi-Wan Kenobi oder The Book of Boba Fett. Wir haben uns für Boba entschieden, da uns Boba nicht so sehr enttäuscht hat wie eine Obi-Wan Kenobi-Serie. Und ich glaube auch, dass wenn sie die 2. Staffel machen und sich mehr auf Boba konzentrieren, dass es auch um einiges besser wird als die 1. Staffel. Somit verdienter Platz 4. Wir sind in den Top 3 angekommen und wieder mal finden wir eigentlich nichts Schlechtes mehr an diesen Serien. Und unser verdienter Platz 3 ist die Animationsserie Star Wars Rebels, in der sich alles um die Mitglieder der Ghost Crew dreht und die verschiedenen Abenteuer, die sie auf verschiedenen Welten in der Galaxis erleben. Als 2014 die 1. Staffel rauskam, waren wir nicht so überzeugt von dieser Serie.
da vor allem der Hauptcharakter Ezra Bridger ziemlich kindlich ist und eigentlich eher einen nervigen Beigeschmack hatte. Doch die restlichen Staffeln machen das um einiges besser. Schon Staffel 2 fängt damit an, Charaktere wie Vader, die neuen Inquisitoren oder Rex einzuführen. Und alle Charaktere der Ghost Crew werden mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert. Staffel 3 toppt das Ganze dann nochmal um ein Vielfaches. Jeder Charakter bekommt um einiges mehr Backstory. Und die Geschichten werden so viel erwachsener, was der Serie bisher auch sehr gefehlt hat. Ein Maul wird eingeführt, um Ezra Bridger auf die dunkle Seite zu ziehen. Ein Kanan Jarrus erblindet und muss mit dieser Umstellung im Leben klarkommen, irgendwie. Sabine Wren wird mit ihrer eigenen Familie auf Mandalore konfrontiert. Und natürlich ein Thrawn, der absolute Scene-Stealer und diesmal auch ein richtiger Gegenspieler. Die 4. Staffel rundet das Ganze dann perfekt ab. Die Staffel ist allgemein sehr emotional und sehr erwachsen. Vor allem ein Kanan Jarrus und ein Ezra Bridger opfern sich beide auf. Der Tod von Kanan war unheimlich emotional und sehr traurig. Und bis jetzt eigentlich der herzzerreißendste Moment aus der ganzen Rebels-Serie. Aber auch alle anderen Charaktere bekommen so viel Tiefe und haben über die gesamte Serie eine so starke Charakterentwicklung durchzogen, wie es eben vorher genannte Serien nicht geschafft haben. Aus diesen ganzen Gründen ist Star Wars Rebels für uns auch nach anfänglichen Schwierigkeiten ein wirklich würdiger Platz 3. Wieder einmal fiel uns die Entscheidung sehr schwer zwischen Platz 1 und Platz 2. Wir haben uns zwischen den verbleibenden Serien für The Mandalorian auf Platz 2 entschieden. Nachdem die Sequels die gesamte Star Wars Fanbase ziemlich gespalten haben, hat es The Mandalorian als so ziemlich einziges Disney-Produkt zum ersten Mal geschafft, alle Fans von Star Wars wieder irgendwie in sich zu vereinen, da für jeden etwas dabei war. The Mandalorian ist als Gesamtpaket einfach irgendwie perfekt. Die Grafik sieht wirklich, wirklich gut aus und vor allem das Casting ist super gewählt. Pedro Pascal spielt Din Djarin selbst unter einem Helm so perfekt, das muss man erstmal hinkriegen, sind wir ehrlich. Auch ein Carl Weathers spielt seinen Charakter unheimlich gut. Und auch ein Moff Gideon wurde perfekt verkörpert, er ist wirklich bedrohlich und eine echte Gefahr für unsere Helden. Und ebenso eine weitere Gruppierung der Mandalorianer kennenzulernen, war wirklich interessant, vor allem ihre Riten kennenzulernen. Das ist was ganz Neues im Star Wars Universum. Und natürlich unser aller Liebling, Baby Yoda. Jeder liebt ihn und jeder findet ihn irgendwie süß. Natürlich bringt er auch ziemlich viel zur Story bei und hilft den Djarin, eine starke Charakterentwicklung zu durchziehen. Pedro Pascal schafft es auch so gut, mit dieser Puppe zu schauspielern, wie wenn es ein echtes Lebewesen wäre. Das ist wirklich stark gemacht. In der 2. Staffel haben wir dann recht viele Cameos wie Ahsoka oder Boba Fett. Allerdings sind diese hier so gut umgesetzt, dass wir nicht den Fokus auf den Hauptcharakter verlieren, wie beispielsweise in Boba Fett. Und das Staffelfinale war einfach atemberaubend. Man hat wirklich mitgefiebert mit den Charakteren Din Djarin und Bo-Katan, ob sie es schaffen, Baby Yoda zu befreien. Und als dann alles aussichtslos scheint, kommt der Jedi himself, Luke Skywalker, hinzu und bekommt seine eigene Hallway-Scene. Und man sieht zum ersten Mal, wie Luke in seiner Prime ist, wie mächtig er ist. Und nach dieser legendären Szene kommt dieses herzzerreißende Ende, in welchem Grogu sich von Din Djarin verabschiedet, der nach 2 Staffeln so eine Charakterentwicklung durchzogen hat und seinen Eid bricht und zum ersten Mal seinen Helm vor anderen Menschen abzieht, um Grogu das erste Mal sein Gesicht zu zeigen. Das war süß, herzzerreißend, einfach nur Herzschmerz und ein starkes Ende für eine Staffel 2. Eine 3. Staffel für The Mandalorian ist bereits angekündigt. Und wenn die Serie so weitermacht, dann könnte man wirklich meinen, dass sie bald auf unseren Platz 1 springt. Denn wir lieben diese Serie und sie ist so gut gemacht. Für den Moment müssen wir aber sagen, dass eine weitere Serie noch etwas besser ist. Und das ist wohlverdient Star Wars The Clone Wars, die Animationsserie. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich gucke diese Serie regelmäßig seit Kindheitstagen auf und ich erfreue mich jedes Mal an ihr. Und ich kann wirklich jeder Staffel etwas abgewinnen, da ich einfach mit dieser Serie aufgewachsen bin. Desto älter ich wurde, desto erwachsener und ernsthafter wurden einfach die Stories. Fangen wir mit den Charakteren aus den Prequels an, die wo wir schon kennen. Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Padmé Amidala werden sehr stark ausbeleuchtet. Auch eine Klonarmee hat auf einmal Persönlichkeit. Sie haben Namen anstatt Nummern, sind kein Kanonenfutter mehr. Und wirklich raussticht wirklich Captain Rex, ein absoluter Scene-Stealer der Klone.
Auch eine Ahsoka Tano, die als kleine, nervige Padawan anfängt, wird mehr und mehr durch die Staffeln zu einem richtigen Jedi-Ritter. Man wächst quasi mit ihr auf, man lernt mit ihr und das ist wirklich sehr stark geschrieben. Und als Ahsoka dann schließlich den Jedi-Orden verlässt, das hat uns, glaub ich, allen das Herz gebrochen. Aber nicht nur die helle Seite hat wirkliche Standout-Charaktere, nein, auch die dunkle Seite. Ein Sheev Palpatine, der wirklich gut inszeniert ist in dieser Serie, durch die Bank weg gut. Count Dooku funktioniert reibungslos. General Grievous wird wirklich bedrohlich. Asajj Ventress hat eine derartig interessante Story, die wirklich einhergeht mit Ahsoka Tano. Und Darth Maul, ich glaube, über ihn muss ich nicht reden. Er ist ein absoluter Standard und das Finale in der 7. Staffel mit Ahsoka Tano war atemberaubend. Und auch Cad Bane ist ein absoluter Scene-Stealer als Kopfgeldjäger. Und genauso ist es mit Hondo Ohnaka, der wirklich als Space-Pirat was ganz Neues ist. Und allgemein dieses Worldbuilding in dieser Serie ist einfach atemberaubend. Wir haben so verschiedene Orte. Mon Calamari, Naboo, Coruscant, Umbara. Wir haben so viele verschiedene und unterschiedliche Planeten mit unterschiedlichen Spezies. Das ist wirklich atemberaubend. Somit haben George Lucas und Dave Filoni wirklich eine Welt geschaffen voller Emotionen. Egal, ob es um Liebe, Verlust, Bruderschaft, Freundschaft, Zusammenhalt geht. Das hat uns gelehrt seit Kindheitstagen auf und das nehmen wir heutzutage immer noch mit. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden über diese Serie. Allerdings würde es, glaube ich, den Rahmen des Videos sprengen. Und das allein ist schon Grund genug, warum diese Serie auf unserem Platz 1 steht und das hochverdient. Wir werden diese Liste natürlich im Laufe der Zeit immer erweitern, da vor allem jetzt im nächsten Monat und im nächsten Jahr die beiden Serien Endor und Ahsoka noch geplant sind. Und vor allem Endor sieht grafisch wirklich gut aus und könnte vor allem den oberen Serien sehr viel Konkurrenz machen. Wir halten euch diesbezüglich also auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, das war unser zweites Ranking-Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Wünsche, Anregungen habt, welches Franchise wir als nächstes ranken sollen, schreibt es uns doch unten in die Kommentare, als auch natürlich die Liste, wie ihr die Serien ranken würdet. Und bis bald auf unserem Kanal.